Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Forza Horizon 6 Video hier. Und ja, willkommen erstmal in dem neuen Jahr. Ist das erste Video, was ich jetzt hier im neuen Jahr hochlade. Also frohes neues Jahr 2026 erstmal neu. Und das Jahr fängt schon mal richtig gut an, ja. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Pause machen hier. Aber okay, jetzt bin ich schon mal heute wieder da. Bisschen spontan. Also, bevor ich jetzt gleich alle Details euch erzähle, ja, mache ich hier erstmal eine Kurzfassung für die Leute, die natürlich wieder keine Zeit haben, ja. Also, Forza Horizon 6. Ich gucke gerade schon hier so das Werbebild an. Sehr geil, zeige ich euch gleich alles, aber Forza Horizon 6. Erstens mal, um euch zu updaten. Am 22. Januar gibt es einen Trailer, sehr wahrscheinlich mit Gameplay. Allerdings wird Fable den größeren Teil einnehmen, und zwar auf der Developer Direct. Das habe ich schon vor ein paar Monaten gesagt, ne? Ist jetzt auch nichts mehr Neues, aber jetzt ist es offiziell 22. Januar, das ist schon nächste Woche. Also nächste Woche gibt es Gameplay und neuer Trailer mit mehr Infos und so weiter und so fort zu Forza Horizon 6. Nice. So, dann zweite News, und das ist jetzt wirklich ganz, ganz heiß. Ganz, ganz heiß. Und da kann ich auch gleich nochmal eine geile Story zu erzählen, und ich kann euch sogar in-game schon was Interessantes zeigen. Aber Forza Horizon 6, der Release, steht jetzt anscheinend fest, und zwar Release an meinem Geburtstag, Alter. Ist echt geil. Am 19. Mai 2026 kommt Forza Horizon 6 endlich raus. Und man kann 4 Tage zocken mit der Premium Edition, also schon am 15. Mai. Und mein Geburtstag, wisst ihr ja hoffentlich, das ist der 16. Mai. Also, was für ein geiles Geburtstagsgeschenk ist das denn? An meinem Geburtstag werde ich nichts anderes machen, außer Forza Horizon 6 zocken. Sehr geil. Außerdem wird es in Forza Horizon 6 zu Release des Spiels 550 Autos geben. Das sind erstmal die groben News. Alle Details gibt's gleich mit ein paar geilen, interessanten Bildern und noch einer interessanten Story, die mir in den letzten 5 Tagen passiert ist. Das wirst du auch nicht glauben, aber okay, das erzähle ich euch gleich. Ich sag mal, Leute, das ist jetzt hier die beste Gelegenheit für alle, die das Video jetzt hier sehen und hier, warum auch immer, mich jetzt zum ersten Mal sehen, jetzt doch einfach mal auf den Abonnieren-Button zu klicken, und das sage ich original nur alle 3 Jahre oder so, ja. Also, lasst jetzt auf jeden Fall mal ein Abo da, und dann wirst du auch nichts zum Forza Horizon 6 verpassen, und ich freue mich jetzt schon auf sehr viele geile Videos. Damit startet eine neue, coole Ära, und ich freue mich mega mit euch 2026 hier richtig in Japan durchzuballern. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Ein Intro habe ich ja noch nicht für Forza Horizon 6, aber ich kann ja noch mal diesen geilen Sound einblenden aus dem Mini-Trailer. Als allererstes erstmal herzlichen Glückwunsch an den Gewinner vom Gewinnspiel, und zwar der Jute TF Gamer 2005. Wenn ich es jetzt hier richtig ausspreche, GG, du hast auf jeden Fall schon mal als allererstes hier bei mir im Gewinnspiel gewonnen. Ja, du hast ja auf jeden Fall schon ein Spiel ausgesucht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, aber GG auf jeden Fall an der Stelle. Ihr könnt auch gewinnen, und zwar ist ein neues Gewinnspiel schon gestartet. Die Auslosung ist Ende Januar, ja. Also ihr müsst jetzt hier nur auf Teilnehmen klicken, und dann seid ihr ready. Ja, dann könnt ihr euch ein Spiel eurer Wahl einfach kostenlos aussuchen, egal ob das 1 Euro kostet oder 100 Euro. Kannst dir komplett alles aussuchen, was du möchtest, spielt keine Rolle. Wie kommst du dahin? Klick einfach jetzt hier unten in die Videobeschreibung rein, und dann sieht es ungefähr so aus wie hier. Da kannst du einmal die Videobeschreibung öffnen, und dann siehst du auch schon hier ein Spiel deiner Wahl gewinnen. Dann klickst du einfach auf den Link hier drauf, bam, und dann klickst du jetzt einfach hier, und das kann ich auch mal eben machen. Da klicke ich jetzt hier auf Teilnehmen. Ja, ich nehme jetzt auch teil, ne? Ich will auch mal was gewinnen, Junge. So, ja. Und wenn du möchtest, kannst du dann noch ja, Instant Gaming oder mir auf verschiedenen Plattformen folgen und kriegst dann nochmal mehr Punkte, kannst also deine Gewinnchance noch erhöhen. Aber wichtigste ist natürlich, dass du hier teilgenommen hast, weil sonst kannst du ja gar nichts gewinnen, ne? Also GG an den Gewinner auf jeden Fall, der allererste in meinem Gewinnspiel. Sehr, sehr, ich freue mich auch, ich kenne den Namen auch, glaube ich, also freut mich auf jeden Fall. Mal gucken, wer jetzt nächstes gewinnt. Ja, nimmt gerne teil, kostet ja nichts, da muss ja nur einen Klick machen, also wer da nicht teilnimmt, den kann man auch nicht mehr helfen. Aber wir starten mal rein. Forza Horizon 6. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich gehe erstmal Stress pinkeln, ja, weil ich bin echt aufgeregt. So, Stößchen erstmal hier. So, also wo fangen wir an? Und zwar, wie gesagt,
Vor 2 Monaten habe ich euch schon gesagt, das war Anfang November, ich glaube der 7. November war es gewesen, habe ich euch schon gesagt, dass am 22. Januar 2026 es einen großen Trailer mit Gameplay geben wird für Forza Horizon 6. An der Stelle nochmal der Appell, lass doch einfach mal ein Abo da, ja? Dann kannst du auch sowas nicht mehr verpassen, weil ich krieg manchmal auch komische Instagram-Anfragen, wo ich mir denke, so, hab ich noch ein Video zugemacht. Es gibt übrigens auch in der Videobeschreibung einen Link zu einer YouTube-Playliste, die heißt Forza Horizon 6 Wissen. Da kommen alle wissenswerten Sachen rein. Also da sind schon ein paar drin, die ich schon gemacht habe. Wer das nochmal sehen möchte, was ich so gesagt habe zu dem Spiel. Auch dieses Video hier wird da drin landen. Und jetzt wird es auch Schlag auf Schlag neue Videos geben da zu dem Thema. Also ja, könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, was es da so gibt. Und im besten Fall natürlich ein Abo da lassen, ne? Das macht am meisten Sinn. Die Ansage, die ich heute mache, ist, das Spiel kommt am 19. Mai raus. Hatte ich auch schon vorher gesagt, dass das irgendwo so April, Mai sein wird, je nachdem, wann sie es schaffen. April haben sie jetzt anscheinend nicht geschafft, deswegen kommt das Spiel am Mai. Wie gesagt, auf jeden Fall jetzt offiziell bestätigt, dass am 22. Januar die Developer Direct stattfinden wird. Da habe ich auch schon in den letzten Videos was zu gesagt. Ich will jetzt hier nicht nochmal wieder so ausholen, ne? Das ist wieder unnötig. Da gibt es sehr, sehr viel. Also der größte Teil davon wird um Fable gehen. Dann wird es einen kleineren Teil geben zu Forza Horizon 6. Und da gibt es dann auf jeden Fall einen neuen Trailer, einen vernünftigen, großen Trailer, ja. Und auch ein bisschen Gameplay. In welchem Umfang, weiß man jetzt nicht genau. Wird auf jeden Fall weniger sein als Fable, aber ausreichend gut. Forza Horizon selbst sagt auf Twitter bzw. auf X, Sneak Peek am 22. Januar. Sneak Peek hört sich jetzt erstmal nicht so gut an, aber wartet mal ab, ja, das wird ein bisschen mehr als ein Sneak Peek sein, ja. Der Sneak Peek kam eigentlich schon 2025, ja. Und da werden wir dann auch zum allerersten Mal das offizielle Release-Datum erfahren. Ihr erfahrt es jetzt schon von mir hier, ja, und das ist auch fest schon, aber offiziell erfährt man es dann erst da nächste Woche, ja. Dann gibt es natürlich auch wieder ein Video hier dazu, vielleicht auch schon vorher was und noch nachher was. Na, wartet mal ab, ja. Aber okay, so viel dazu, zu dem Thema. Thema erledigt. Ja, das nächste Thema, warum ihr auch eigentlich auf das Video geklickt habt, ist das Release-Datum. Und ich gucke hier gerade schon das schöne Forza Horizon 6 Bild an, was ich euch gleich zeigen werde. Und tatsächlich habe ich dieses tolle Bild auch in meinem Spiel drin. Und dazu gibt es eine ganz lustige Story, die erzähle ich aber am Ende, weil die ist jetzt nicht so relevant für die meisten, denke ich. Also ja, schon, aber ihr wollt ja direkt mal hier, dass wir so einen Punkt kommen, ne? Also, es wurde geleakt. Und zwar die Werbung für die Forza Horizon 6 Premium Edition. Und das gucken wir uns jetzt mal als erstes an. Und zwar hat hier der Xbox F10 auf Twitter das hier gepostet auf Arabisch, Digga. Ja, moin, auch wieder geil. Und der hat dieses Bild hier in seinem Spiel bekommen. Im Spiel wurde eine Werbung eingeblendet. Ja, und ich kann euch gleich mal meine Werbung zeigen. Hier sieht nämlich noch mal ein bisschen anders aus. Ähnlich, aber anders. Also, das Bild hier, das werde ich auch ins Titelbild packen, ist wirklich kein Fake. Das, was er gepostet hat hier, ist tatsächlich kein Fake. Ich kann euch das gleich beweisen, dass es kein Fake ist. Also, wartet noch kurz ab. Das ist, wie gesagt, eine Werbung, die im Spiel Forza Horizon 5 auftaucht. Ja, die wollen natürlich in ihrem, ist ja klar, ja, in den älteren Spielen gibt es natürlich immer eine Werbung zu dem neueren Spiel, ja. Wenn du zum Beispiel jetzt in Seecrew 2 reingehst, dann bekommst du da auch Werbung für Seecrew Motorfest, ne. Und so ein Ding ist das jetzt hier, ja. Hier seht ihr das Bild einmal in voller Größe jetzt, so sieht das aus. Und hier stehen, also das ist jetzt wirklich original. Das ist jetzt hier wirklich kein Fake oder was. Wie gesagt, ich kann es euch gleich beweisen. Und zwar in Forza Horizon 5 kann ich es euch gleich beweisen. Ja, gucken wir gleich. Aber jetzt wollen wir natürlich erstmal gucken, was geht hier ab. Also, das ist eine Werbung für Forza Horizon 6 Premium Edition, wie ihr hier sehen könnt. Und zwar steht hier Pre-Order Now. Was ja natürlich jetzt noch gar nicht geht. Denn diese Werbung, die ihr jetzt hier seht, die soll natürlich jetzt noch gar nicht sichtbar sein. Wenn man das Spiel vorbestellt, dann bekommt man exklusiv den Ferrari J50. Übrigens, wenn ihr ein Video zu dem Auto sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Den gibt es nämlich in Forza Horizon 5. Den habe ich sogar, den Wagen. Also das ist der Vorbestellerbonus. Dann kriegst du den Wagen. Und hier steht auch drin, dass es 550 Autos zu Release geben wird. Ja? Außerdem steht hier drin, discover the, ich kann kein Englisch, ne, blablablub, and become the racing legend in Forza Horizons. Das ist jetzt ganz, ganz interessant. Forza Horizons biggest Open World Driving Adventure yet. Also das ist die größte Forza Horizon Open World jemals.
die größte Open World all time von allen Forza Horizons. 550 Autos, da können wir mal kurz drauf eingehen. Da werden jetzt vielleicht viele sagen, ja okay, das ist jetzt aber ein bisschen wenig, ne? Da haben wir ja sogar in Forza Horizon 5 mehr. Das ist tatsächlich falsch. Also, zum Release von Forza Horizon 5 gab es sogar weniger Fahrzeuge als jetzt zum Release von Forza Horizon 6. Stand jetzt, aktuell, haben wir ungefähr 900 Autos. Und die kamen rein mit Carpacks, mit den DLC-Erweiterungen, da gab es ja 2 Stück. Und auch ganz normal über die Horizon-Playliste, ja. Da kamen immer die neuen Autos rein. Das ist jetzt für die Leute von PlayStation vielleicht relevant, weil als ihr das Spiel angefangen habt, da gab es schon 900 Autos, ne? Aber eigentlich zum Release gab es nicht so viele. So, damit ihr da mal Bescheid wisst. Also es ist tatsächlich gar nicht wenig, sondern tatsächlich sogar mehr als in Forza Horizon 5. So, und der nächste Punkt hier in Gelb. Pre-Order Forza Horizon 6 Premium Edition or get the Premium Upgrade. So, also du kannst ja auch die normale Edition kaufen und dann später upgraden, geht auch. Wir gucken uns das alles an, wenn das offiziell draußen ist, was auch die Preise sind und so weiter und so, dann kann ich auch nochmal eine Empfehlung geben, was ihr euch kaufen sollt oder eben nicht. Und hier unten hat er jetzt den Button Pre-Order Now. Ja, und da zeige ich euch gleich was. Ja, ihr müsst euch noch ganz kurz gedulden. Ich zeige das gleich bei mir im Spiel. Aber wir gucken natürlich erstmal die interessantesten Sachen. Und zwar, was gibt es denn hier überhaupt in der Premium Edition? Da sehen wir schon, es gibt ein Early Access. Und zwar steht hier Play 4 Days Early starting 15. Mai. Also der Early Access ist am 15. Mai, ein Tag vor meinem Geburtstag. Ja? Das heißt, für alle anderen, die jetzt nicht die Premium Edition gekaufen, sondern die normale Edition, die können spielen am 19. Mai. Also habt ihr euer Release schon mal. 19. Mai ist der Release für Forza Horizon 6. Ganz, ganz offiziell. Also jetzt nicht von offizieller Quelle, aber eigentlich ja schon, weil es ja auch im Spiel gewesen ist. Und wie gesagt, ich zeige gleich nochmal was kurz. Was gibt es mit dazu? Wir haben hier wieder die VIP-Membership, die ist wieder mit dabei. Welcome Pack kennen wir schon, wieder mit dabei. Carpass auch mit dabei. Carpass waren zum Beispiel in Forza Horizon 5, ich glaube 25 Autos waren da, glaube ich, drin. Ne? Außerdem gibt es hier ein Carpack, und zwar Time Attack Carpack. Und wir kennen ja schon ein Time Attack Auto. Ja, das ist doch mal lustig, dass es jetzt dafür direkt ein ganzes Carpack gibt. Welches Auto war das? Wenn ihr nämlich jetzt hier auf meinen Kanal geht, dann könnt ihr übrigens auch nach Videos suchen. Ne? Ihr klickt auf Videos, dann klickt ihr hier oben auf diese Lupe da drauf und dann könnt ihr da selber was reinschreiben, was euch, wenn ihr euch für ein bestimmtes Auto interessiert. Ne? So, wir schreiben mal Mitsubishi Enter. Und dann gucken wir mal. Und hier steht's. Geil und nutzlos. Mitsubishi Evo Time Attack. Ja, das ist das erste, also Time Attack Fahrzeug, was so reingekommen ist. Und dazu gibt es jetzt ein komplettes Carpack in dem neuen Spiel. Was ich ein bisschen komisch finde, ist das Italien-Paket hier, Italien Passion Carpack. Coming Post-Launch, also kommt nach Release irgendwann, ne? Wird das verfügbar sein. Und was wir jetzt hier auch schon wissen, es gibt auch wieder 2 Expansionen, also es gibt 2 DLCs. In Forza Horizon 5 waren die DLCs einmal das Hot Wheels und einmal das Rally Adventure, was ja die meisten nicht so gefeiert haben. Ich fand beides eigentlich ganz geil. Hier gibt es 2 Erweiterungen auch wieder. Und ich mache jetzt schon mal eine Prediction, es werden deutlich geilere Erweiterungen werden, als wie in Forza Horizon 5, da waren vielleicht ein paar Leute enttäuscht. Ich fand's geil, weil Hot Wheels kannte ich noch nicht, hab ja noch nie Forza vorher gezockt. Das ist alles Inhalt der Premium Edition. Wie gesagt, wenn alle Editions offiziell raus sind, gucken wir uns die mal alle an und dann kann ich euch mal eine Empfehlung geben, was ihr euch kaufen sollt oder eben lieber nicht. Und ja, so sieht das Bild jetzt hier, also das ist auch schon ein richtig geiles Bild, ne? Da hinten mit dem Mount Fuji hier und so, das ist es, Leute. Ich will jetzt hier nicht noch Ewigkeiten rumlabern, aber das ist das Wichtigste auf jeden Fall. So, kommen wir zum lustigen Teil des Videos hier. Also, man könnte natürlich erstmal denken, wenn man das jetzt so sieht, ja, das ist vielleicht KI generiert oder Photoshop oder was auch immer. Glaubt mir, das ist es nicht. Und ich kann es euch jetzt sogar auch beweisen, ja. Das ist mega witzig. Also, wie gesagt, am 22. Januar findet die Developer Direct statt. Und ich kann euch noch eine Sache sagen, die da noch stattfinden wird. Und zwar wird da nicht nur der offizielle Release nochmal bestätigt, sondern wenn die Developer Direct gewesen ist, wird man auch Forza Horizon 6 vorbestellen können, ja. Und dann gibt es auch ein Update für Forza Horizon 5 und dann wird euch das auch angezeigt, was ihr ja gerade gesehen habt, dass ihr nämlich Forza Horizon 6 vorbestellen könnt. Ja? Diese Werbeeinblendung bekommt ihr dann nach dem Update. So, also, ich kann jetzt schon was im Spiel sehen, was ihr wahrscheinlich noch nicht sehen könnt. Ja?
weil ich habe schon ein paar Updates hier gemacht, ne? Also wie gesagt, in den letzten 5 Tagen sind ein paar lustige Sachen bei mir passiert. Und eine Sache, die muss ich euch jetzt zeigen, weil sonst wird mir das auch wieder weggenommen hier. Ja, also, pass auf. So, ich bin jetzt hier in Forza Horizon 5, ja? So. Und wenn ich jetzt auf Option gehe, dann sieht das hier erstmal normal aus. Und zwar so lange, bis man hier hinten auf Shop klickt. Und zwar sieht das dann hier so aus, ja? Du kannst hier dir die Pakete angucken, ja, das kennt man ja schon. Jetzt kommt aber eine lustige Sache dazu, die ihr bei euch nicht sehen könnt. Und zwar das hier. Ja, da ist es. Forza Horizon 6 Premium Edition. Und an dieser Stelle wisst ihr auch, dass das Bild wirklich kein Fake ist, sondern wirklich real ist. Ja, das ist crazy. Ich habe nämlich eine ganz spezielle Version hier, die habt ihr noch nicht. Die werdet ihr dann wahrscheinlich erst am 22. Januar bekommen, also nächste Woche. Ich kann jetzt hier aber nicht draufklicken, weil wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sagt der, Server kontaktieren, Marktplatzfehler. Ja, also, ist auch nicht freigeschaltet. Aber was wir sehen, wenn ihr jetzt ganz kurz hinguckt, da seht ihr, dass da ganz kurz dahinter eine Beschreibung aufgeploppt ist, ne? Die Beschreibung ist aber leer. Und diese Beschreibung, die dahinter aufploppt, das ist genau die Beschreibung, die wir in dem Bild gerade gesehen haben. So, da links seht ihr die Beschreibung und das ist genau die Beschreibung, die man hier angezeigt bekommen würde, wenn er das laden würde. Tut er jetzt aber nicht. Das Ding ist, das hier hätte ich auch schon sehen können. Da war ich aber zu langsam anscheinend, ne? Und wie gesagt, ich bin jetzt auch gerade nicht am Spielen oder so. Deswegen, da war ich leider zu langsam für. Aber egal, ich habe jetzt eine neue Version und ich kann jetzt das hier sehen. Ist ja auch lustig, ne? Da wisst ihr auf jeden Fall, das ist kein Fake, alles real, passt. So. Ja, lustige Story. Also wie gesagt, das Update, was ich jetzt habe, bekommt ihr dann wahrscheinlich nächste Woche. Bei euch sieht das jetzt ungefähr so aus hier. Ich habe das einmal den Türke filmen lassen. Und zwar, bei euch müsste das hier so aussehen, ja? Wenn ihr da auf Shop geht, dann habt ihr das nicht. Dann sieht das nämlich hier ganz genau so aus, wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Und jetzt können wir uns auch mal angucken, welche Version der Türke nämlich hat hier. Und zwar hat er das hier einmal sich anzeigen lassen. Und da sehen wir, er hat die Version, also die Endziffern hier sind interessant, ne? 745. Ich bin schon fast bei 9. Ne? Zeige ich euch gleich. Das ist nämlich auch wieder mega witzig. Also die Version habt ihr und die hat er hier. Und er hat auch gerade eben, das ist jetzt, ihr seht ja hier das Datum auch, ne? Er hat jetzt gerade eben auch nochmal geprüft, ob er denn nicht eventuell doch jetzt ein Update hat. Ja, das kann man ja selber prüfen. Und er hat kein Update. Das Update habt nur ich bekommen hier. Das Witzige ist, ich habe gar nicht nach Updates gesucht oder so. Ich wurde gezwungen dazu, das abzudaten, ne? Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Ich habe das aufgenommen hier. So, und zwar sah das hier so bei mir aus. Ich habe nur ein Handybild gemacht. Aber da seht ihr da oben auch meinen Accountnamen und so. Also, ich konnte gar nicht ins Spiel reingehen, ohne dieses Zwangsupdate machen zu müssen. Und Leute, das ist das 3. Zwangsupdate, was ich jetzt hatte in den letzten 5 Tagen. Ja, und da sind ein paar lustige Sachen passiert. Also, Türke hat hier Version 745. Ja, die mache ich mal kurz hier unten hin, dann könnt ihr das da sehen. Das erste Zwangsupdate, was ich hatte, das war vor 5 Tagen. Und da habe ich die Version bekommen, wie ihr jetzt hier seht, 877. Und was da passiert ist, dass in dieser Version man hätte diese Werbung bekommen können, die ich euch gerade in dem geleakten Bild von dem Typ da gezeigt habe. Ja, da hätte man das bekommen können. Und danach gab es noch ein Zwangsupdate. Und das ist jetzt erst vor ein paar Tagen gewesen. Und zwar hatte ich dann das Zwangsupdate 897. Also nochmal aktueller. Und was da passiert ist, da haben sie nämlich den Fehler bemerkt, dass da schon die Werbung eingeblendet wurde für Forza Horizon 6. Und was sie mit dem Update hier gemacht haben, ist, dass du keinen Zugriff mehr hattest auf Online-Funktionen. Als ich das hier gemacht habe, und das war wie gesagt auch ein Zwangsupdate, das ist dann bei mir aufgetaucht, ich konnte mich nicht mehr verbinden. Und warum haben die das gemacht? Natürlich, damit diese Werbung für Forza Horizon 6 gar nicht mehr angezeigt werden kann, ne? Weil wenn du dich nicht mit den Servern verbinden kannst, dann bekommst du auch solche News nicht, wie diese Werbung halt für Forza Horizon 6. Und darum musste ich dieses Zwangsupdate hier machen. Da ich, wie gesagt, jetzt dieses Jahr noch gar nicht aktiv gespielt habe, ist es nicht dazu gekommen, dass ich eine Aufnahme von diesem Bild machen konnte hier. Da war ich leider zu langsam.
beziehungsweise ich habe ja nicht gespielt. Also das konnte ich nicht sehen. Das hätte ich auch sehen können, aber durch die beiden Zwangsupdates wurde mir die Internetverbindung gekappt hier und dann hatte ich keinen Zugriff mehr auf Online-Funktionen. Und jetzt heute wieder ein Zwangsupdate hier. Also Kurzfassung ist, in dieser Version hier links, ja, in der Version hätte man diese Werbung bekommen können. Die haben aber den Fehler relativ schnell bemerkt und haben versucht, hier schon mal online irgendwas abzuschalten. Dann gab es das zweite Zwangsupdate hier für mich. Da hatte man dann keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Online-Funktionen, gar nichts mehr. Ich konnte auch die Festivalspielliste nicht machen, gar nichts. Und jetzt heute, am 14. Januar, habe ich noch ein Zwangsupdate bekommen. Also das hier ist, wie gesagt, die Version 8.9.7 gewesen, da ging gar nichts mehr. Und wir können jetzt mal zusammen gucken, welche Version ich jetzt habe, weil sie haben es jetzt tatsächlich wieder verkackt. Und zwar, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann könnt ihr sehen, ich habe jetzt die Version 9.7.8. Die haben die Internetverbindung gekappt, um das Problem zu beheben, dass dann nicht diese Werbung angezeigt wird. Aber dafür haben sie anscheinend vergessen, das hier wegzumachen. So viel zu der lustigen Story, die mir jetzt in den letzten 5 Tagen passiert ist. Das ist alles in den letzten 5 Tagen passiert, ne? Die haben extra diese Internetverbindung gekappt mit dem Update, damit du das nicht mehr angezeigt bekommst, diese Werbung. Und ich ärgere mich, dass ich das nicht gespielt habe, das Spiel, weil dann hätte ich diese Werbung nämlich auch bekommen. Aber okay, Internetverbindung gekappt, jetzt habe ich eine neue Version. Jetzt kann man diese Werbung nicht mehr bekommen, aber sie haben anscheinend vergessen, beim Shop, was ich ja gerade gezeigt habe, dieses Ding da rauszunehmen. Also, wir wissen auf jeden Fall, das ist kein Fake, es ist alles real und ich freue mich auf Forza Horizon 6. Das war's für dem Video. Lass ein Abo da, Junge. Wir sehen uns im nächsten. Mach's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao. Yeah.